Raus aus der Opferrolle. 5 Schritte, die dein Leben sofort verändern. Kommt dir das bekannt vor? Du hast das Gefühl, das Leben spielt ständig gegen dich. Du bist es leid, dass immer die anderen, der Chef, die blöden Umstände oder das Schicksal schuld sind, während du dich nur noch machtlos, frustriert und ausgelaugt fühlst. Dieses Gefühl, nur noch Beifahrer im eigenen Leben zu sein, dem die Dinge einfach passieren, das zermürbt, oder? Wenn du jetzt innerlich nickst, bleib unbedingt dran, denn in diesem Video zeige ich dir nicht nur, warum diese Haltung pures Gift für dein Glück ist. Ich gebe dir 5 einfache, aber extrem wirkungsvolle Schritte an die Hand, mit denen du aus dieser Opferrolle ausbrichst und endlich wieder zum Kapitän auf deinem eigenen Lebensschiff wirst. Was genau ist diese Opferrolle eigentlich? Ganz einfach, es ist die Angewohnheit, die Verantwortung für dein Leben, deine Gefühle und deine Ergebnisse an alles und jeden da draußen abzugeben. Die Schuld wird konsequent im Außen gesucht, der Kollege hat den Fehler gemacht, die Politik ist schuld, die Kindheit war prägend, erkennst du da Muster? Das Tückische daran ist, kurzfristig fühlt sich das bequem an, man muss sich nicht mit den eigenen Fehlern auseinandersetzen, aber dafür zahlst du einen verdammt hohen Preis, du bekommst vielleicht Mitleid, aber du verlierst deine eigene Kraft, du gibst die Kontrolle ab. Der Satz, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht, bringt es perfekt auf den Punkt. Jedes Mal, wenn du sagst, wegen ihm bin ich wütend oder sie sorgt dafür, dass ich mich schlecht fühle, reichst du die Fernbedienung für deine Gefühle an jemand anderen weiter. Diese passive Haltung macht ohnmächtig und hilflos und du trittst auf der Stelle, weil du glaubst, sowieso nichts ändern zu können, du traust dich nicht mehr an Herausforderungen heran aus Angst zu scheitern. Das Leben wird so etwas, das man aushält, statt es aktiv zu gestalten. Aber das muss nicht so bleiben. Die gute Nachricht ist, es gibt einen Weg daraus, und der ist weder kompliziert noch nur für Superhelden reserviert, er besteht aus einer klaren Entscheidung und ein paar praktischen Schritten, die jeder gehen kann. Ich zeige dir jetzt 5 davon, mit denen du das Steuer deines Lebens wieder fest in die Hand nimmst und den Kurs selbst bestimmst. Bist du bereit, dir die Macht zurückzuholen? Dann lass uns direkt mit dem wichtigsten Schritt anfangen. Der erste und wichtigste Schritt aus der Opferrolle ist, übernimm radikale Selbstverantwortung. Und hier ist ein Punkt super wichtig, Verantwortung ist nicht dasselbe wie Schuld. Es geht nicht darum, dir die Schuld für alles zu geben, was je schief gelaufen ist, es geht darum, die Verantwortung für deine Reaktion darauf zu übernehmen. Schlimme Dinge passieren, Menschen enttäuschen uns, Situationen sind unfair, das ist das Leben. Die alles entscheidende Frage ist nicht, wer ist schuld, sondern, okay, und was mache ich jetzt damit? Du hast immer die Wahl, wie du auf etwas reagierst. Lässt du dich davon runterziehen oder siehst du es als Feedback, als Lektion, als Startpunkt für eine Veränderung? Menschen in der Opferrolle denken problemorientiert und finden Gründe, warum etwas nicht geht. Menschen in der Gestalterrolle sind lösungsorientiert und suchen Wege, wie es irgendwie doch gehen kann. Übernimm ab jetzt die Verantwortung für deine Gedanken, deine Worte, deine Gefühle und deine Taten. Niemand kann dich wütend machen, du entscheidest, ob du auf die Palme kletterst, die dir jemand hinstellt. Hier ist ein sofort umsetzbarer Tipp, stell dir in jeder miesen Situation eine einzige, kraftvolle Frage, was ist der eine kleine Schritt, den ich jetzt tun kann, um die Lage zu verbessern oder meine Haltung dazu zu ändern? Diese Frage holt dich sofort aus der passiven Starre raus, weg von der Schuldzuweisung und hin zu deiner eigenen Stärke. Der zweite Schritt klingt banal, ist aber für viele eine riesige Hürde, akzeptiere die Realität, wie sie ist. Das heißt nicht, dass du es gut finden oder für immer dabei belassen sollst, es heißt, dass du aufhörst, deine Energie damit zu verschwenden, gegen Fakten anzukämpfen oder dich, wie bisher, in Ausreden zu flüchten. Beispiele für Ausreden sind: Ich hatte keine andere Wahl, das konnte ich nicht wissen, ich kann nichts dafür. Solche Sätze sind das leise Mantra der Opferrolle. Sie sind der Versuch, die unangenehme Wahrheit zu umgehen, aber radikale Ehrlichkeit, auch wenn sie kurz wehtut, ist absolut befreiend. Steh zu deinen Fehlern, gib zu, wenn du etwas verbockt hast oder aus Angst nicht gehandelt hast. Akzeptanz ist der Moment, in dem du sagst, okay, so ist es, mein Kontostand ist, wie er ist, diese Beziehung ist gescheitert, der Job ist weg, das ist die Ausgangslage. Erst wenn du den aktuellen Zustand ohne Drama und Beschönigung anerkennst, hast du einen klaren Startpunkt, von dem aus du handeln kannst. Solange du mit der Vergangenheit haderst, wie unfair das alles war, steckst du fest und kommst nicht voran. Der praktische Tipp dazu, mach eine knallhart ehrliche Bestandsaufnahme. Schreib dir am besten die reinen Fakten deiner Situation auf, die dich unglücklich machen, ohne Drama, ohne Schuldzuweisung. Und dann sag dir laut oder schreib es auf, ich akzeptiere, dass es so ist, wie es ist, und ich bin bereit, von hier aus nach vorn zu blicken. Das ist dein mentaler Reset-Knopf. Der dritte Schritt ist ein echter Hit, denn er spielt sich komplett zwischen deinen Ohren ab.
Du wirst zum Detektiv deiner eigenen Gedanken und deiner Sprache. Menschen in der Opferrolle benutzen oft unbewusste Sprachmuster, die sie genau dort gefangen halten. Achte mal ganz bewusst darauf, wie oft du Wörter wie immer, nie, schon wieder oder typisch benutzt. Immer passiert das mir, ich habe nie Glück, typisch, schon wieder werde ich übergangen. Diese Verallgemeinerungen sind erstens meistens falsch und zweitens programmieren sie dein Gehirn darauf, nur noch nach Beweisen für deine negative Sicht zu suchen. Das Gleiche gilt für deine inneren Glaubenssätze. Gedanken wie, ich schaff das eh nicht, meine Meinung zählt sowieso nicht oder die anderen sind einfach besser, sind wie unsichtbare, sehr hohe Gefängnismauern. Die gute Nachricht ist, du bist nicht deine Gedanken, du bist der, der sie bemerkt, und du kannst entscheiden, welchen du glaubst. Der Tipp dazu, führe ein Gedankenprotokoll. Nimm dir ein paar Tage Zeit und schreib einfach mal die negativen, machtlosen Gedanken auf, die dir so durch den Kopf schießen. Allein das Bewusstmachen ist die halbe Miete. Und dann forderst du sie heraus. Wenn du denkst, immer werde ich übergangen, frag dich, wirklich immer, wann wurde meine Meinung denn gehört? Ersetze den absoluten Gedanken durch eine realistischere, stärkere Aussage. Zum Beispiel, manchmal fühle ich mich ungehört, aber ich kann lernen, meine Punkte klarer zu machen. Übrigens, wenn du merkst, dass genau diese inneren Blockaden dein größtes Thema sind, habe ich noch was für dich. Mit meiner über 25-jährigen Erfahrung als alternative Heilerin kann ich dir bei diesen Dingen sehr gut zur Seite stehen. In der Videobeschreibung findest du die Homepage, über die du Kontakt mit mir aufnehmen kannst. Schritt 4 ist eine komplette Neuausrichtung deines mentalen Scheinwerfers. Menschen in der Opferrolle sind Weltmeister in der Problemanalyse. Sie können dir stundenlang erzählen, was alles falsch läuft, wer schuld ist und warum die Lage hoffnungslos ist. Sie vergeuden ihre Energie damit massiv. Sie wälzen das Problem, bis es riesig und unüberwindbar scheint. Das ist mentale Lähmung. Um da rauszukommen, musst du dich ganz bewusst trainieren, zum Lösungsfinder zu werden. Das heißt, deine Energie geht ab sofort zu 90% in die Lösung und nur noch zu 10% in das Problem. Das heißt, am Anfang das Problem kurz verstehen, aber dann sofort der Schwenk zur Frage, okay, und jetzt, was sind mögliche Lösungsansätze? Dieser Fokuswechsel ist entscheidend, um Selbstwirksamkeit aufzubauen, also den Glauben an deine eigene Fähigkeit, Dinge zu meistern. Jede noch so kleine Lösung, die du für ein kleines Problem findest und umsetzt, ist wie ein Feuerwerk für dein Selbstvertrauen. Du beweist dir selbst, dass du eben nicht machtlos bist. Der praktische Tipp hier ist die Was wäre wenn Technik, aber positiv gedacht. Statt zu fragen, was, wenn alles schief geht, frag dich, was wäre, wenn ich unbegrenzte Mittel hätte, was würde ich dann tun? Oder, was würde eine Person, die ich bewundere, jetzt tun? Eine weitere super Frage, was sind 3 winzige, mögliche Schritte in Richtung einer Lösung, egal wie klein sie wirken? Das sprengt die Problemglocke über deinem Kopf und öffnet deinen Blick und Horizont für Möglichkeiten. Der 5. und letzte Schritt ist ein Akt radikaler Selbstfürsorge, lerne, gesunde Grenzen zu setzen. Die Opferrolle wird oft von Menschen in unserem Umfeld genährt oder sogar gefördert, Leute, die uns klein halten, unsere Energie rauben oder es lieben, mit uns gemeinsam im Jammertal zu sitzen. Das können falsche Freunde sein oder dominante Menschen, die davon profitieren, dass du dich nicht wehrst. Grenzen setzen heißt, Nein zu sagen, ohne dich schuldig zu fühlen. Nein, ich kann diese Aufgabe nicht auch noch übernehmen. Nein, ich möchte bei diesem Gerede über andere nicht mitmachen. Nein, ich bin nicht für deine Laune verantwortlich. Jedes Nein zu etwas Negativem, das dir nicht gut tut, ist ein klares Ja zu dir selbst. Logisch, oder? Das ist anfangs oft verdammt schwer, weil wir Angst haben, andere vor den Kopf zu stoßen oder nicht mehr gemocht zu werden. Aber Menschen, die dich wirklich respektieren, respektieren auch deine Grenzen. Die, die damit ein Problem haben, sind oft genau die Energieräuber, von denen du nach und nach etwas Abstand gewinnen solltest. Der umsetzbare Tipp, fang klein an, such dir eine Situation in der nächsten Woche, in der du normalerweise Ja sagen würdest, aber Nein meinst. Übe den Satz im Kopf, du brauchst keine langen Rechtfertigungen, ein freundliches, kurzes, aber klares Danke für das Angebot, aber für mich passt es diesmal nicht. Oder ich verstehe deine Lage, aber da kann ich gerade nicht helfen, reicht völlig. Jeder kleine Akt des Grenzensetzens ist eine massive Stärkung deiner Selbstachtung. Also, fassen wir die 5 Schritte nochmal ganz kurz zusammen. Erstens, übernimm radikale Verantwortung für deine Reaktionen. Zweitens, akzeptiere die Realität ohne Ausreden. Drittens, entlarve deine negativen Gedanken und Worte. Viertens, konzentriere dich auf Lösungen statt auf Probleme. Und 5. Setze klare Grenzen, um deine Energie zu schützen. Ich weiß, das klingt erstmal nach einer Menge Holz,
aber du musst nicht alles sofort perfekt machen. Der Weg aus der Opferrolle ist ein Prozess, kein Lichtschalter. Es ist eine Entscheidung, die du jeden Tag neu triffst. Es wird Tage geben, an denen du zurückfällst, und das ist absolut okay. Wichtig ist nur, dass du es bemerkst und dich bewusst wieder für den Weg des Gestalters entscheidest. Vergiss niemals, du hast so viel mehr Macht über dein Leben, als du vielleicht gerade im Moment noch glaubst. Du bist den Umständen gar nicht ausgeliefert. Du bist die Person, die entscheidet, was diese Umstände bedeuten und was du daraus machst. Der wichtigste Schritt ist immer der, den du heute machst. Wenn dieses Video dir einen Anstoß gegeben hat, dein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen, dann unterstütze mich mit einem Klick und abonniere den Kanal, um keine Impulse mehr zu verpassen. Teile das Video auch gerne mit Personen, die du kennst, die in einer solchen Lage sind und alleine keinen Ausweg finden. Und jetzt bist du dran. Mich interessiert brennend, welcher dieser 5 Schritte hat bei dir am meisten Klick gemacht oder wo siehst du für dich die größte Herausforderung? Schreib es direkt unten in die Kommentare. Ich freue mich total darauf, von dir zu lesen und mich auszutauschen. Mach den ersten Schritt, du kannst das. Pass gut auf dich auf.